Moin, moin, ihr Lieben. Wenn ihr das hier anschauen könnt, dann habe ich es geschafft, um die 100 Abos zu generieren. Und als kleines Abo-Spezial habe ich mich entschlossen, ja, meinen 100-Kilometer-Marsch vom 13.09.2020 in Bad Doberan, Dein Ostseeweg, zu veröffentlichen, den ich zusammen mit 3 Freunden absolviert habe. Und im Folgenden seht ihr ja die einzelnen Clips zu den einzelnen Kilometern und viel Spaß dabei. So, in 10 Minuten geht's los, circa. Alle 40 langsam. 100 Kilometer. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Ich melde mich. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Muss man hier durchlaufen und das zählt? Nein, das ist egal. Ich hab ja gut mit den Abstand. Der Dein Ostseeweglauf ist 100 Kilometer circa lang, eine sehr schöne Strecke an der Ostsee und alle 5 Kilometer gibt es diese kleinen Schilder. Was haben wir? 8? Knapp 9. Knapp 9, ey. Das läuft richtig gut. Ich denke, es wird jetzt auch nichts mehr passieren. Auf der Strecke gab es 4 Verpflegungspunkte bei 20 Kilometern, 46 Kilometern, 70 Kilometern und 88 Kilometern. So, circa 18 Kilometer. Langsam geht die Sonne runter. Es ist 19:30 Uhr und in 2 Kilometern ist der erste Verpflegungspunkt. So, fast Kilometer 20. Die einzelnen Clips sind in chronologischer Reihenfolge und zwischendurch mal Fotos drin. Jawohl, 20 Mal. Weiter geht's. Gleich erste Verpflegungsstation. Und alle noch sehr motiviert. Haben so ungefähr 23 Kilometer geschafft. Alle sind gut gestärkt. Und so, jetzt sind wir mitten in Rostock hier. Am Dom. 21:30 Uhr. Langsam wird es dunkel. Sind gerade durch die Innenstadt von Rostock gelaufen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Sind auf dem Weg zur Fähre. Das dauert aber noch ein paar Stunden. 4 Stunden, so circa. Dann melde ich mich wieder. So, auf der anderen Seite sieht man die Lichter von Rostock. Jetzt ist es doch schon schnell dunkler geworden. Und ja, wir gehen hier vorne weiter. Ich hole jetzt auch mein Licht langsam raus. So, habe jetzt mit Licht unterwegs. Irgendwo am Rande von Rostock. So, 30 Kilometer. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger als ein Drittel, aber fast ein Drittel, wenn man es aufrunden würde. Und das ist doch schon mal was. Also, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Läuft und geht immer weiter. Es ist wirklich ziemlich duster. Das Einzige, was mich was mir den Weg weist, sind meine Abonnenten. Da vorne sehen Sie auch 3 Stück vor mir. Langsam ist es echt super dunkel, aber es ist sehr schön hier. Es ist ein Waldstück und wir gehen jetzt noch circa 2,5 Stunden zur Fähre. Dann setzen wir eben über, das sind nur 300 Meter, also ganz kurze Fährfahrt. Und da ist dann der zweite Verpflegungspunkt bei 46 Kilometer. Alle merken ihre Beine schon, aber es ist alles im Rahmen. Also alles gut. Moin meine Lieben, es ist 0:30 Uhr. Wir sind bei circa irgendwas Kilometer 42, gleich bei der Fähre. Alle sind gut drauf, Stimmung ist gut, noch keine großen Maleschen. Und gleich sind wir bei der Fähre. Da sind wir ganz gespannt, wie lange die brauchen wird. Ich habe schon aufgeregte Diskussionen, wie lange die Fähre braucht zum Überzusetzen und wann sie überhaupt losfährt. Aber ich werde mich da nochmal melden. Bis dann. Marcel, komm, Sind bei 45, 45. Entschuldigung, Frau Jabba-Sprecher. Und da vorne kommt gleich die Fähre, die uns rüberbringt auf die andere Seite. Und dann wird es bald weniger. Mit der Fähre ging es ca. 200-300 Meter einmal rüber auf die andere Seite nach Warnemünde. Kurzer ein. Und wir schippern einmal rüber auf die andere Seite. Hier in Warnemünde. Vielleicht 200 Meter, man sieht schon das andere Ende dort hinten. Und dann, es kommt ein Verpflegungspunkt und dann geht es auch
bald schon weiter. Gefahren. Das ist hier ein schöner alter Hafen. Viele Hotels. Checkpoint überwunden. Circa, ja, kurz vor 50. So 48 Kilometer. Wir sind am Strand von Warnemünde. Und da ist ganz schön hier. Mitten in der Nacht. Geht auf 2 Uhr zu. Und langsam zieht es ganz schön in den Beinen, aber es geht immer voran. Hinten ist der Mond. Und jetzt ist es zumindest am Wasser. Also zwar ist es ein bisschen dunkel, aber man kann ein bisschen was sehen. Und durchaus schön. Wir haben noch 2 Joker noch machen. Die werden wir noch brauchen, ja. Gucken wir mal. Also dann wird Leute, Kilometer 48 und wir haben ein Lolli-Geschenk gekriegt. Das ist mega geil. Wir haben gerade eine Hochphase. Läuft alles gut. Kannst du auch sagen, von wem? Kurz die Hälfte vom Kameramann. Kannst du auch sagen, von wem Und die Hochphase gesponsert ist? jetzt sind wir hier. Guck mal, das die Ostsee. Schöne Welt. So, bei ca. 55 Kilometern. Immer noch genau an der Ostsee lang. Ich denke, in so einer Stunde wird es schon wieder hell. Wir haben jetzt ja, ca. 4 Uhr. Und ja, langsam werden wir langsamer und auch müder. Wir bemühen uns aber und jetzt kommt die harte und entscheidende Phase. Eine lange 60 jetzt, aber wir haben sie geschafft. Und weiter geht's. Ist jetzt um 12 Stunden und 5 gelaufen. Noch ja, 11 Stunden 55. Schauen wir mal. Guten Morgen Deutschland. Wir haben circa 5:30 Uhr morgens und wir haben 66 Kilometer hinter uns gebracht. Also wir werden noch ein bisschen kämpfen müssen, aber das sieht gut aus und alle sind gut dabei. Der Spaß steht im Vordergrund. Immer wichtig, Leute, wenn ihr 100 Kilometer Lauf macht, dass ihr das nicht vergesst. Aber bei uns ist auf jeden Fall gegeben und deswegen sind wir guten Mutes, da gut durchzukommen. Ich melde mich nachher wieder. Es ist noch dunkel. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte 5:30, so lange würde die Sonne aufgehen, aber vielleicht kommt das gleich nochmal, dann melde ich mich nochmal. Alles klar, bis dann. So, morgens 6 Uhr. Wir sind hier an der Ostsee. Wir sind bei Kilometer 65 circa, aber wir werden deutlich langsamer. Die Sonne geht auf. Wird vielleicht knapp werden, müssen wir schauen. Und ob alle noch an Bord bleiben. Die Gruppe ist im Moment unterschiedlich schnell und unterschiedlich ja, noch intakt, sagen wir mal so. So, da vorne ist das Schild, 65 Kilometer. Ist jetzt morgens ca. 7 Uhr und wir haben nur noch 10 Stunden und müssen 35 Kilometer noch laufen. Also wir haben jetzt 65 und das wird happig, weil wir auch noch 2 Verpflegungspunkte haben. Also müssten wir auf 5 km/h in Durchschnittsgeschwindigkeit kommen und im Moment haben wir 2 oder 3. Sind so 1,5 Kilometer vom 3. Verpflegungspunkt bei ja, ca. 68,5 gleich 70 Kilometern. Verpflegungspunkt Nummer 3 absolviert bei 70 Kilometern. Jetzt noch nicht viel weiter gelaufen, also vielleicht bei 71. Wir waren eine Vierergruppe. Im Moment bin ich aber hier ein kurzes Stück alleine. Und wir sind nur noch zu dritt. Einer musste leider aufgeben. Ja, langsam haben wir alle richtig Schmerzen, also ordentlich. Auf jeden Fall Blasen und dicke Füße. Aber ich denke, wir werden es weiter versuchen. Schönen Ausblick hat man hier gerade auf die Ostsee. Und ja, zeitlich könnte es ein bisschen eng werden, aber solange man im Gang kommt, dann wird es wahrscheinlich gehen und um die 3-4 Kilometer bräuchte man im Schnitt. Damit wir es zeitlich nochmal schaffen. 30 Kilometer ist noch ein ganz schönes Stückchen. Aber es wird jetzt immer etwas weniger.
Geiles, manches Brötchen. So, das Kühlungsborn ist richtig? Jo. Der Hafen und wir gehen immer geradeaus wie die Ostsee. Circa 72 Kilometer würde ich sagen. Und ja, da ist doch mal richtig Strand. Kühlungsborn. Ich denke, es ist nicht mehr so weit zur 75 Kilometer Marke. Und ja, jetzt geht es in den Endspurt, gerade kleines Hoch. Kann sich aber schnell wieder ändern. Zeitlich sind wir jetzt wieder ein bisschen besser gestellt, haben ein bisschen aufgeholt. Das heißt, das können wir schaffen, bis 17 Uhr haben wir Zeit. Und das ist Riesenrad aufgebaut. Ich glaube, das kenne ich vom Bremer Freimarkt. Und ca. 75 geschafft. Gleich sind wir durch den Kühlungsborn, dann geht es ganz langsam, aber sicher zurück zur nächsten Verpflegungsstation und dann danach schon Richtung Bad Doberan. Harte Prüfung bei um die Kilometer 80, denn jetzt geht es tatsächlich hier einen Berg hoch, ey. Das sind wir schon gelaufen, aber das liegt auch noch vor uns. Und habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber schauen wir mal, wie wir da oben angekommen sind. Ich hoffe, man hört mich. Jetzt haben wir ihn gleich geschafft, diesen Höllenberg, immer noch Kilometer um die 80. Und das war echt mies hier, diese Herausforderung einzubauen. Das war schön, aber so kann man die Aussicht gerade natürlich nicht so genießen. Unten sehen wir auch das Riesenrad, an dem wir ja gekommen sind. Und gleich bin ich ganz oben. Ich halte jetzt noch ein bisschen drauf. Wirklich, das kostet richtig Kraft hier jetzt nochmal. In den letzten 20 Kilometern hier hochzuziehen. Krass. Da ist der Leuchtturm. Jetzt haben wir jetzt geschafft. Jetzt ist es ein bisschen genießen, zumindest kurz. Und kurz danach die 80er Marke. Wir haben ca. 10:40 Uhr. Bis 17 Uhr haben wir noch Zeit. Das klingt natürlich nach ein bisschen Luxus, aber wir werden noch immer etwas langsamer. Es gibt gar nichts, was du nicht schaffen kannst. Oh, ich kann nicht mehr lesen. – 14 Kilometer jetzt vor dem Ziel und 2 Kilometer vor dem letzten Endposten. Viel geht nicht mehr, aber man kommt ja auch jetzt stetig ein bisschen näher. Ich melde mich nochmal dann. Also wie gesagt, 14 Kilometer noch zu absolvieren. Roundabout 90 Kilometer plus minus ein paar hundert. Aber es geht nach Bad Doberan und es gibt keinen Umweg mehr oder keinen Weg mehr am Wasser lang, sondern direkt gleich zum Ziel. Und ja, sieht gut aus. Haben wir noch genug Zeit. Etwas hinter mir meine Kollegen. Und ja, Körper macht noch mit. Diese letzten 10 Kilometer spannen wir auch noch. Und ja, dann berichte ich euch nochmal später vom Zieleinlauf oder nochmal zwischendurch, wenn sich noch was auf der Strecke ergibt. 95 Kilometer jetzt erreicht. Und gut unterwegs, nicht mehr weit, super schönes Wetter. Läuft. Und jetzt sind wir wirklich nicht mehr weit weg vom Zielbereich. Vielleicht so 4 Kilometer, 3 Kilometer. Das ist noch die schöne Landschaft und gutes Wetter haben wir. Der Endspurt ist in Gang. Und auf den letzten 5 Kilometern dann
bei jedem Kilometer ein Motivationsschild. So kamen wir auch langsam aber stetig unserem Ziel immer näher. Mit 99 Kilometern, dann ist es tatsächlich nur noch einer und dann ist es durch. Einmal die letzte Kurve. Oh, wir haben es gleich. Die letzten 100 Meter ist es, wie viel nach? Das ist. Moment, 15:05. Es ist 15:05 Uhr, das heißt, wir waren 22 Stunden und 5 Minuten circa unterwegs. Circa. Und gleich hat die Qual ein Ende. Nämlich hinter dieser Tür gleich da vorne. Werden wir gemeinsam über die Ziellinie schreiten. Das ist ja der Wahnsinn hier, was hier los ist. Ja, natürlich. Wieder aufsetzen? Achso. Woo! Geil. Geil. Geschafft. Jungs, ey. Jawohl, und nach 22 Stunden und 6 Minuten war es dann soweit und die 100 Kilometer waren absolviert. Und es wäre auch nicht mehr viel weiter gegangen, denn es war wirklich schon extrem hart. Wenn ihr Bock drauf habt, so einen Lauf zu machen, kann ich nur deinen Ostseeweg empfehlen. Also wir hatten super Wetter, wir hatten eine super schöne Strecke und ganz, ganz tolle Veranstalter, super nette Läufer auch und Läuferinnen kennengelernt. Alles in allem hat das echt gut gepasst und ja, sind froh, es absolviert zu haben. Wahrscheinlich war das auch nicht der letzte Lauf für uns. Wir werden jetzt ein paar Tage mal abwarten und so ein bisschen die Schmerzen sacken lassen und dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre so geht. Das war mein kleines Abo-Spezial. Danke fürs Anschauen und Begleiten und ja, auf ganz bald und bis dann.